Hallo meine lieben Nähfreunde! Wusstet ihr eigentlich, dass man bei IKEA auch Stoffe und Nähutensilien shoppen kann? Nein? Dann ist dieses Video perfekt für euch. Ich war letztens bei IKEA und wollte eigentlich was ganz Langweiliges kaufen. Ich glaube, es war ein Waschbecken. Und irgendwie hat es mich in eine Abteilung gezogen, in der es die Stoffe gibt. Bei IKEA gibt es eine große Auswahl an Stoffen, zum Beispiel für Vorhänge oder Kissenhüllen. Das ist dann oft Canvas. Und da habe ich mich in ein paar Stoffe verliebt. Da gibt es nämlich wirklich schöne Stoffe, aus denen ich heute auch mal was zaubern will. Beziehungsweise teste ich mal, wie gut die eigentlich sind. Sind die so gut wie die Stoffe von den Stoffhändlern oder hat IKEA eine schlechtere oder vielleicht sogar eine bessere Qualität? Das werden wir heute rausfinden. Und dabei ist mir noch was richtig Cooles untergekommen. Und zwar gibt es bei IKEA anscheinend neu, also stand neu da, diese coole Nähbox mit richtig viel Zubehör. Die bekommt ihr für circa 8 Euro. Und heute will ich mal ausprobieren, wie gut die eigentlich ist. Also auf den ersten Blick denkt man erstmal, okay, das ist was für Leute, die keine Nähmaschine haben oder vielleicht was für den Urlaub. Aber wir probieren mal aus, ob man die nicht auch gut in Kombination nehmen kann, wenn man nämlich schon eigentlich die meisten Utensilien hat. Vielleicht ist das eine gute Sache als Kombination. Im zweiten Teil des Videos probieren wir mal die Stoffe aus und schauen mal, wie gut die sind. Da nähe ich einen richtig coolen Beutel. Schauen wir uns die Nähbox doch einmal ganz genau an. Diese Box heißt Drixig und kommt mit 39 Teilen daher. Diese Anleitung hier ist keine richtige Anleitung, denn es sind einfach nur ganz viele Sprachen enthalten, deswegen ist die so dick. Die Garne dagegen kommen in verschiedenen Stärken. Da gibt es einmal stärkeres Garn und einmal dünneres Garn. Das stärkere Garn kommt in 5 Farben daher. Das dünne Garn hat nur 2 verschiedene Farben, weiß und schwarz. Das kommt eher Nähmaschinengarn näher, deswegen werde ich das mit der Nähmaschine mal ausprobieren. Das dickere Garn sehe ich eher beim Handnähen. Dann haben wir noch transparentes Garn. Das benutzt man zum Beispiel, wenn wirklich Nähte unsichtbar werden sollen. Das probieren wir auf jeden Fall auch mal in naher Zukunft aus. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Dann haben wir hier noch einen Nahtauftrenner dabei. Der kommt aber leider ohne Abdeckung. Den muss man immer gut verstauen. Schauen wir mal in diese kleine Box rein, da sind auch ganz interessante Gegenstände drin. Wir haben einmal diese Nadeln, diese Stecknadeln, die probiere ich später bei einem Projekt einmal aus, wie die funktionieren. Dann haben wir hier noch diesen Fingerhut, der mir viel zu groß ist, selbst mit Biegen passt der nicht auf meinen Finger, aber meine Finger sind auch wirklich super klein, ich trage tatsächlich Kinderhandschuhe. Ja, also mir passt der definitiv nicht. Und dann haben wir einen ganz interessanten Nadeleinfädler. Ich wollte den erstmal spontan ausprobieren und mal schauen in der Anleitung, wie der funktioniert. Leider steht hier dazu wirklich gar nichts drin. Hier sind einfach nur wirklich super viele Sprachen. Ihr seht das hier schon. Ich probiere das dann einfach gleich nochmal aus, ohne Anleitung. Dann schauen wir uns mal an, was wir noch alles haben. Erstmal müssen wir wieder ein bisschen aufräumen. Also den finde ich wirklich spannend. Der geht für große und kleine Nadeln. Richtig cool. Ich gebe es zu, für mich war der absolute Kaufgrund, dass hier eine Fadenschere drin ist, denn ich habe noch keine. Ich würde tatsächlich nie sinnlos was kaufen, einfach um es auszuprobieren, sondern es sollte für mich auch immer Sinn haben. Und tatsächlich funktioniert die Fadenschere. Ich wollte schon ganz lange so eine haben oder mal ausprobieren. Die funktioniert schon mal richtig gut. Die werden wir aber nachher im Projekt auch nochmal einsetzen, damit wir auch sehen, ob die wirklich funktioniert. Jetzt kommen wir mal zu dieser kleinen Papphülle, in der befinden sich die Nadeln. Und da gab es die erste Überraschung, nämlich diese gebogene Nadel. Die ist sehr dick, hat auch eine sehr große Öffnung. Und die ist tatsächlich dafür da, um zum Beispiel Polstermöbel zu reparieren. Das ist wirklich spannend, also wenn ihr dort Fäden habt oder mal eine Naht setzen müsst, dann nehmt ihr diese gebogenen Nadeln. Dann haben wir hier aber natürlich auch noch die Standardnadeln und jetzt probiere ich auch mal diesen Einfädler aus. Ich habe den nicht so ganz korrekt benutzt, es hat trotzdem geklappt. Auf ikea.de habe ich dann aber eine kleine, nennen wir es Anleitung mit 3 Fotos gefunden, wie er dann richtig funktioniert. Es hat aber trotzdem geklappt, mein Faden ist drin. Und es funktioniert wirklich sehr schnell, geht aber wirklich nur bei großen
Öffnungen, also bei großen Ösen. Mich lächeln diese bunten Patches schon die ganze Zeit an. Da haben wir einmal alle 3 Farben als Uni-Version. Also hier könnt ihr selber zuschneiden, wie ihr die haben wollt. Die sind als Flicken gedacht, also um Kleidung zu flicken. Und hier haben wir ausgestanzt Herzen und ich vermute, das sollen Schlüssellöcher sein. Und dann haben wir noch diese länglichen. Und das werde ich gleich mal ausprobieren. Ich habe nämlich eine Hose da, die ausgebessert werden muss. Das Übliche bei Kindern, das Knie ist durchgewetzt. Deswegen würde ich jetzt hier gerne so ein Patch drauf nähen. Ich schaue mal, wie das funktioniert. Also einmal haben diese Patches hier eine sehr starke Klebefläche. Man kriegt das kaum ab. Und damit klebt man erstmal das Patch auf. So kann es auch nicht mehr sich bewegen, kann nicht mehr verrutschen. Ihr könnt es jetzt wirklich einfach schön glatt aufstreichen und das hält schon richtig, richtig stark. Und jetzt wollen wir das einmal festnähen mit dem Faden, den ich mir hier eingefädelt habe. Leider ist mein Garn sehr kurz, deswegen seid gespannt, ob ich es schaffe oder ob ich nochmal neues Garn einfädeln muss. Kleiner Funfact am Rande, während ich hier so schön nähe, können wir ja auch kleine Fakten mal zusammen erörtern. Der Stich, den ich hier benutze, um dieses Patch aufzunähen, nennt man Kettstich. Die Näherinnen unter euch kennen das oder wissen das schon. Das ist der Kettstich, mit dem kann man dieses Patch aufnähen. Ich hätte diesen Stich jetzt auch noch ein bisschen besser setzen können, aber für den Kindergarten wird diese Hose wohl noch ausreichen. Übrigens könnt ihr diese Patches auch mit der Nähmaschine aufnähen. Ich empfehle euch dafür diese super Universalnadeln. Die haben eine spezielle Beschichtung, die sind meistens so schwarz, anthrazitfarben und die kleben dann nicht in diesem Kleber fest. Denn diese Beschichtung von diesen Patches ist wirklich sehr stark, die würde ich mit normalen Nähnadeln nicht nähen. Aber diese Super Universal gehen auf jeden Fall dafür. Bei der Hose konnte ich jetzt nicht die Nähmaschine benutzen. Da komme ich einfach nicht ran. So ein Hosenbein ist einfach viel zu eng. Diese Patches haben schöne Farben. Ich würde, glaube ich, die gelben nochmal zurechtschneiden, weil mir diese Schlüsselloch-Optik irgendwie nicht so richtig gefällt. Aber das Endergebnis ist wirklich gut. Ich bin überrascht. Sieht toll aus und es macht auch wirklich einen schönen dicken und dichten Eindruck. Also diese Hose hält jetzt noch eine Weile durch. Als nächstes wollen wir mal diese Schere testen und alle weiteren Gadgets. Und das Ganze dann in Kombination mit dem Stoff und den Garn. Ich habe mir nämlich ein Projekt überlegt. Hier haben wir einmal den Stoff Ditte. Das ist so ein Standardstoff, den gibt es in verschiedenen Farben. Der ist immer in Unifarben. Und dann haben wir noch diese gemusterten Stoffe. Die probieren wir auch aus. Da habe ich mich jetzt für den dunklen Stoff entschieden. Der ist recht dick. Also eher wie Canvas-Stoff, ist aber 100% Baumwolle. Und ich finde, der macht wirklich viel her. Der kostet ja 5 € pro Meter und das finde ich für so dicke Webware richtig gut. Er fühlt sich halt tatsächlich eher an wie so ein Stoff, den man wirklich für Kissenhüllen benutzt oder der für einen Vorhang geeignet ist. Ich habe mir aber ein eigenes Nähprojekt überlegt, weil ich alles andere ein bisschen langweilig fand. Deswegen habe ich mal versucht, eine Tasche aus diesen Stoffen zu nähen. Diesen Ditte-Stoff, also den günstigeren, unifarbenen Stoff der beiden, habe ich dabei aber immer verstärken müssen, weil der viel dünner ist als die anderen Stoffe. Also wenn ihr die Stoffe kaufen wollt, fühlt die mal erstmal im Laden. Wenn ihr die online kaufen wollt, seid gewarnt. Der Ditte-Stoff ist viel dünner, der muss immer verstärkt werden, wenn ihr ihn mit den anderen Stoffen kombinieren wollt. Die Fadenschere habe ich dafür ausschließlich für dieses Projekt benutzt, also wirklich nur diese. Und die schneidet wirklich super knapp an der Naht ab. Das ist so schön. Schaut mal, wie präzise man damit arbeiten kann. Ich habe mir schon so lange so eine Schere gewünscht und die von Ikea macht wirklich was her. Das Nähgarn habe ich einmal in meine Nähmaschine eingefädelt. Das fühlt sich aber wirklich sehr, sehr dünn an. Also es ist, glaube ich, nicht wirklich geeignet für die Nähmaschine. Trotzdem wollen wir es ja mal testen, denn ihr wollt ja wissen, ob es funktioniert oder nicht. Und
Ich habe damit nähen können, also ich habe es ausprobiert, sogar für diese Taschengriffe. Es hat funktioniert, aber meine Nähmaschine klang dabei nicht ganz gesund. Also tatsächlich hat der Unterfaden, darauf habe ich es auch aufgespult, da wirklich nicht gut reagiert, also es klang nicht gut. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann wieder zurückzufädeln zu meinem Premium-Garn. Mit dem komme ich einfach am besten zurecht und meine Nähmaschine war auch sofort viel leiser unterwegs. Also der Unterfaden hat einfach sehr stark gezogen und der war halt einfach sehr, sehr dünn. Das Endergebnis ist trotzdem wirklich toll geworden. Also man kann aus diesen Stoffen auch super eine Tasche nähen oder allgemein Taschen nähen. Ich finde, das ist richtig stark geworden. Warum nur für Vorhänge oder Kissenhüllen nehmen, wenn man so viele andere tolle Projekte daraus nähen kann? Garn würde ich dagegen nicht nochmal meine Nähmaschine einfädeln. Das ist zum Handnähen jetzt für mich vorgemerkt. Also ich finde die Qualität von den Stoffen richtig toll. Besser als erwartet, würde ich sagen, denn die Preise sind wirklich moderat. Also es sind sogar Schnäppchen dabei, finde ich, gerade wenn man Kombistoffe kaufen möchte. Und das Endergebnis lässt sich wirklich sehen. Dabei möchte ich euch auch noch einen kleinen Hinweis geben. In meinem nächsten Video zeige ich euch, wie ich diese Tasche genäht habe und ihr bekommt sie als Gratis-Schnittmuster. Aber erst nächste Woche, deswegen lohnt sich hier auf jeden Fall ein Abo, damit ihr Bescheid bekommt. Die Box fand ich auch richtig gut. Die ist wirklich besser, als ich dachte. Es sind so viele tolle Sachen drin und auch so außergewöhnliche Nadeln, wie zum Beispiel diese Nadeln, die um die Ecke gehen, damit man zum Beispiel Taschen oder eben auch mal ein Sofa reparieren kann. Das finde ich wirklich spannend und das werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde auch, die Patches sind wirklich gut, die funktionieren gut, die sind eher zweckmäßig, also nicht die schönsten, die ich je gesehen habe, aber bei dem Preis lohnt sich hier der Kauf auf jeden Fall. Also bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Woche gibt es dann das Video mit dem Gratis-Schnittmuster und wir sehen uns. Macht's gut!